So, herzlich willkommen beim neuen Video zum Thema SharePoint. Was kann ich mit SharePoint machen? Wie kann ich SharePoint benutzen? Im heutigen Video geht es um Listen im Schwerpunkt. Erstmal in den Einstieg in Listen. Was sind Listen und was kann ich mit Listen machen? In den vorherigen Videos zu dem Thema SharePoint aus Anwendersicht habe ich ja das Layout und die Webparts erklärt, und heute geht es dann, also wie gesagt, um Listen. Erstmal um die Grundlagen von Listen, und dann werde ich hier auch eine Liste als Beispiel mal umsetzen, eine sogenannte benutzerdefinierte Liste, eine Custom List, und zeigen, was man damit machen kann. Was dabei am Ende rauskommt, sieht man hier auf der Seite. Ich habe das hier mal vorbereitet. Das ist praktisch so eine Kontaktliste, so eine eigene Kontaktliste. Man hat dann jeweils ein Kontaktbild und unten drunter dann ein paar Daten zu den Kontakten. Dann noch als Besonderheit, hier unten drunter arbeiten diese Kontakte bei einer bestimmten Firma, und wenn ich dann hier einen Kontakt selektiere, jetzt habe ich hier meine beiden eingetragenen Testdaten drin, dann wird hier die Liste entsprechend gefiltert und zeigt die Firma an, mit dem ich hier gerade den Kontakt hier ausgewählt habe. So, jetzt ist die Frage, wie baut man das Ganze? Zum Einstieg kann man sagen, Listen sind neben den SharePoint-Bibliotheken sehr wichtig, aus Anwendersicht auch, weil ich mit SharePoint-Listen sehr viele Anwendungsfälle, so kleine Anwendungsfälle schon selbst abbilden kann, kleine Kontaktverwaltungen, Bestellverwaltungen, Anmeldeverwaltungen zum Beispiel zu irgendwelchen Ereignissen und so, ich schon relativ einfach selbst umsetzen kann. Brauchte ich keinen speziellen Code für schreiben und kann praktisch meine Daten sehr gut in SharePoint damit dann auch schon verwalten. So, wie geht das Ganze? Ich hatte ja mal ganz am Anfang in dem ersten Video mal die Struktur von SharePoint gezeigt, und da haben wir ja gesehen, ganz oben ist die Site Collection, dann die einzelnen Sites, und unterhalb der Sites gibt es dann jeweils verschiedene Bibliotheken und auch Listen, und das sehen wir jetzt hier in den Listen, nicht in den Listen, Entschuldigung, in den Webseiteninhalten. Da verbergen sich dann ja noch die weiteren Funktionalitäten, und standardmäßig, das ist jetzt eine ganz neu angelegte Site, innerhalb einer Site Collection, eine Subsite hier, gibt es hier nur Dokumente, Website-Objekte und Webseiten. Dokumente, das ist eine Dokumentenbibliothek. Man kann auch eigene Dokumentenbibliotheken anlegen. Mit Dokumentenbibliotheken kann man auch sehr viel machen, auch zum Thema der Inhaltsverwaltung, und dafür gibt es dann natürlich auch noch ein entsprechendes Video dazu. So, heute, wie gesagt, geht es erstmal um Listen. Die Listen kann ich hier ganz einfach anlegen, indem ich hier auf den Punkt Neu gehe. Und dann habe ich ja hier den ersten Punkt, jetzt hier Liste zur Auswahl. Da klicke ich mal drauf. Dann kommt hier jetzt ein Fenster, und jetzt kann ich auswählen, ob ich eine Vorlage nehmen möchte oder eine neue Liste. Wenn man hier in den Vorlagen schon etwas findet, was so den Anwendungsfall praktisch so abdeckt oder so sehr nahe kommt, was man selbst auch vorhat umzusetzen, dann kann man hier so eine Vorlage entsprechend auswählen. Das ist so wie im Word zum Beispiel eine Vorlage. Dann enthält diese Liste schon genau für diesen Anwendungsfall, Geschäftsprozess entsprechend schon bestimmte Felder. Das ist dann auch nicht fest, sondern das ist dann auch wieder wie eine Vorlage, das immer so ist, nur eine Vorlage erstmal, die erstellt dann so eine Liste, die kann man dann auch nach den gleichen Mechanismen und Funktionen updaten, aktualisieren, wie ich das jetzt hier auch gleich zeige. Also das ist dann, wenn man hier eine Vorlage nimmt, heißt das nicht, dass die Liste immer diese Struktur hat, sondern das ist auch ganz flexibel. Struktur ist ein gutes Stichwort. Was ist überhaupt so eine Liste? Wenn man sich jetzt so überlegt, was eine Liste überhaupt ist das eigentlich nichts anderes als wie eine Tabelle oder so ähnlich auch wie ein Excel-Sheet, was man so kennt. Das hat also eine Liste hat verschiedene Spalten, und jede Spalte hat einen bestimmten Datentypen. Dieser Datentyp bestimmt, was ich dort speichern darf, zum Beispiel ein Datum oder nur ein Text. Oder auch ein Text mit mehreren Zeilen oder auch eine Zahl oder eine Währung zum Beispiel. In SharePoint gibt es da ein paar vorbereitete Datentypen für diese Spalten, und klingt alles kompliziert, ist aber im Endeffekt relativ einfach. Und ich steige jetzt hier einfach mal ein mit so einer leeren Liste, und wir wollen ja diese kleine Kontaktverwaltung aufbauen, deshalb nenne ich das einfach Kontakte, und dann kann ich hier noch reinschreiben, um was es geht. Schreibe ich einfach jetzt hier, Verwaltung meiner Kontakte. Ist nicht zwingend,
aber macht natürlich Sinn, wenn ein anderer die Liste dann mal sieht, damit er weiß, was hier gespeichert wird. Hier kann man noch dann praktisch anwählen, ob ich die in der Website-Navigation sehen möchte an der Seite, die Liste. Ich wähle das jetzt mal ab und dann war es das. Noch als Tipp immer, man sieht hier diesen Scrollbalken, jetzt in dem Fall ist hier nichts, das ist einfach hier vom Layout nicht so schön gemacht. Ist das Fenster leider etwas zu klein angelegt worden vom Layout her, stört aber auch nicht. Nur als Hinweis, scrollen, man sollte eigentlich immer mal runter scrollen oder auch, es gibt dann teilweise hier so einen kleinen Link, weitere Einstellungen, das ist immer manchmal ein bisschen unscheinbar. Da sollte man dann auch mal draufklicken, so zum Anfang, um mal so zu schauen, was gibt es denn hier noch für solche Einstellungen. Hier haben wir das jetzt nicht, deshalb einfach hier auf Erstellen klicken, dann wird die Liste praktisch im Hintergrund angelegt und das ist jetzt eine ganz leere, nackte Liste. Im Standard hat so eine Liste immer eine einzige Spalte und das ist die sogenannte Titelspalte. Die Titelspalte kann ich behalten, beziehungsweise die sollte ich immer behalten, aber ich kann sie natürlich an meinen Bedürfnissen anpassen und die zum Beispiel umbenennen. Das heißt, wenn man die jetzt hier umbenennen möchte, kann ich hier auf dieses Menü hier, das Menü öffnen und sage hier das Ganze umbenennen und wir möchten ja Kontakte verwalten und ich brauche zum Beispiel den Nachnamen von dem Kontakt, deshalb nenne ich diese Spalte jetzt mal als Nachname. Das kann ich hier direkt so machen, dann ist diese Spalte entsprechend auch umbenannt, sieht man jetzt da oben. Jetzt in meinem Beispiel hat man ja gesehen, da gab es ja noch viele andere Spalten und diese Spalten kann man jetzt auf mehreren Wegen hinzufügen. Man kann hier auf Spalte hinzufügen gehen und dann hier neue Spalten entsprechend hinzufügen. Ich mache das mal mit einer als Beispiel und ich füge jetzt hier nochmal eine Textspalte hinzu und wie man hier sieht, gibt es noch ein paar andere Datentypen. Schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Dann wähle ich mir hier erstmal den Typen aus, den ich hier haben möchte. Ich möchte jetzt erstmal eine Textspalte anlegen und gehe auf Weiter und jetzt nenne ich die Vorname, weil ich brauche einen Vorname. Jetzt kann ich hier natürlich noch eine Beschreibung reinmachen, das brauchen wir jetzt hier mal nicht übertreiben, aber der Vorname ist schon selbst erklärend, da weiß man, was man da reinschreiben muss. Und jetzt kann ich hier nochmal den Typ wählen, ja, jetzt habe ich hier nochmal eine Liste mit den möglichen Typen, die ich auswählen kann für so eine Spalte. Ich lasse jetzt hier mal wieder einzelne Zeile Text. Und ich kann hier auch einen Standardwert eintragen. Standardwert macht jetzt hier in dem Fall keinen Sinn, weil für einen Namen, einen Vornamen, einen Standardwert wie Max oder Moritz zu setzen, macht eher keinen Sinn, weil in der Regel muss ich den überschreiben. Andere Anwendungsfälle macht das eventuell Sinn, dass man einen Standardwert schon hier vorgibt, der wird dann standardmäßig dort eingetragen. Dann berechneten Wert werden wir uns später auch noch anschauen, was es damit auf sich hat. Und wie gesagt, hier gibt es jetzt zum Beispiel so eine Option, weitere Option, macht immer mal Sinn, am Anfang da drauf zu klicken, damit man sieht, was es da noch so für Einstellungen gibt, die ich hier so machen kann. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, die maximale Anzahl von Zeichen für diese eine Spalte. Standardmäßig ist immer das Maximum hier eingetragen. Das ist eine Textzeile und die Textzeile ist hier auf 255 Zeichen beschränkt. Ich kann jetzt mal hier für den Vornamen das noch weiter beschränken auf 60 zum Beispiel. Das sollte für den Vornamen ausreichen. Dann kann ich hier auch noch einstellen, ob das Ganze ein Pflichtfeld werden soll. Das macht beim Vornamen eigentlich Sinn. Jetzt kann ich hier nämlich sagen, Pflichtfeld ja. Das heißt, beim Erfassen muss der Anwender auf jeden Fall etwas eingeben. Schauen wir uns später auch noch in der Erfassungsmaske an, im Erfassungsformular, wie sich das darauf auswirkt. Und damit sieht man schon, kann ich das ja relativ flexibel steuern, meine Daten, damit auch sichergestellt ist, dass wirklich das eingegeben wird, was ich brauche. Eindeutige Werte erzwingen ist auch teilweise eine ganz sinnvolle Einschränkung, die ich machen kann. Wenn ich zum Beispiel eine Liste habe, wo ich meine Bestellungen verwalten möchte, dann hat ja in der Regel jede Bestellung eine Bestellnummer und wenn ich dann dafür sorgen möchte, dass meine Anwender, die später diese Liste benutzen, das muss ja nicht nur ich sein, ich kann ja auch eine Liste erstellen, die von meinem ganzen Team zum Beispiel benutzt wird, kann ich da auch noch so eine Regel einstellen, dass ich zum Beispiel auf das Feld Bestellnummer, was ich dann anlege, diese Option eindeutige Werte erzwingen aktiviere. Dann prüft praktisch bei jedem Eintrag, Neueintrag das System oder auch bei jedem Update,
ob die Bestellnummer, die dort eingetragen worden ist, eindeutig ist zu dem Zeitpunkt, die noch nicht erfasst worden ist. Wenn die dann erfasst wurde, schon mal durch einen anderen Mitarbeiter oder Teammitglied, dann gibt es entsprechende Fehlermeldungen. Ja. Kann ja sein, dass mehrere diese Bestellung bearbeiten, ja, so ein Sammelpostfach zum Beispiel, und dann holen sich mehrere Mitarbeiter diese Bestellung da raus. Dann kann ja sein, dass einer die schon erfasst hat. Da kann man also dann dafür sorgen, dass es zu keinen doppelten Daten kommt. Dann gibt es hier noch die Einstellung zu allen Inhaltstypen hinzufügen. Was Inhaltstypen sind, das wird nochmal separat besprochen in einem anderen Video, wenn es dann auch darum geht, wie ich meine Informationen am besten verwalten kann in SharePoint. Dann komme ich nochmal hier auf diesen Inhaltstypen zurück. Jetzt können wir das erstmal so belassen und das Ganze dann hier noch weiter aufklappen. Es gibt jetzt hier noch diesen Punkt Spaltenprüfungen. Da kann ich noch eine Formel eintragen. Diese Formel kann ich dann noch zur Prüfung praktisch hinterlegen. Da habe ich gleich ein Beispiel, zum Beispiel für die E-Mail-Validierung. So, und dann gibt es noch das Feld Benutzernachricht. Da kann man noch mal eine spezielle Nachricht hinterlegen. Dann kann man hier sehen, geben Sie beschreibenden Text ein, der erläutert, was erforderlich ist, damit der Wert dieser Spalte als gültig angesehen wird. Ja, das heißt, wenn ich hier so eine Formel reingetan habe, wie ich das gleich mal machen werde, als Beispiel für die E-Mail-Validierung, dann kann ich da unten praktisch reinschreiben, wenn der Benutzer da versucht, was einzutragen und das passt nicht zu dem eingegebenen Formel, die ich dort vorgegeben habe, dann kann ich da zum Beispiel reinschreiben bei einer E-Mail, bitte geben Sie die E-Mail im gültigen Format ein, oder ich kann so eine Validierungsregel zum Beispiel für eine Bestellnummer machen. Angenommen, die Bestellnummer besteht immer aus 3 Zeichen am Anfang, dann Bindestrich und dann nochmal 3 Zeichen, dann kann ich das als Formel hier auch hinterlegen, so eine Validierungsformel hier einfügen, und dann kann ich den Benutzer auch darauf hinweisen, an dem Punkt, wenn die Eingabe fehlerhaft ist, dass er genau dieses Format hier einhalten muss. So, da haben wir hier schon eine Menge besprochen. Das ist also dann erstmal unsere Vornamenspalte, die legen wir jetzt mal an. Und dann haben wir die hier auch jetzt hier direkt zur Auswahl. Und hier oben bei Neu kann ich ja jetzt einen Datensatz erfassen oder einen Listeneintrag, wie man das immer nennen möchte. Wenn ich dort drauf gehe, dann sehe ich jetzt hier auch schon direkt meine neue Spalte, die ich angelegt habe, meine Vornamenspalte und hier mein Nachname, das ist mein Titel, den ich gerade umbenannt habe. Und ich habe ja hier bei der Vornamensspalte auch eingeschaltet, dass es ein Pflichtfeld ist, also dass das Information enthalten muss. Deshalb erscheint dann auch hier fort so eine Fehlermeldung, hier unten so ein Hinweis, dass das Feld nicht leer sein darf. Und der Benutzer erkennt das auch hier an dieser Markierung hier oben, an diesem Sternchen, dass das hier ein Pflichtfeld ist. Dann haben wir hier noch Anlage hinzufügen, das werden wir uns später nochmal ansehen. Anlage hinzufügen macht jetzt bei einer Kontaktliste keinen Sinn. Wie man das steuern kann, schauen wir uns dann später noch an im weiteren Verlauf. So, wie ich gesagt habe, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, diese Spalten anzulegen. Man kann das hier aus dieser Ansicht machen, relativ komfortabel auch, aber ich zeige hier noch ein paar andere Details zu dieser Liste und dazu gehen wir mal hier in die Listeneinstellungen. Generell kann man sich auch noch mal merken, hier dieses Zahnrad, das ist ja hier zum Öffnen der Konfiguration von der Seite, auf der man sich gerade befindet. Und das Ganze ist auch kontextsensitiv. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier gerade auf so einer Liste befinde, dann habe ich hier auch diesen Punkt Listeneinstellung. Wenn ich da mal im Vergleich eine Ebene höher gehe, auf die Homepage und gehe dann gleich auf das Zahnradmenü, dann müssen Sie sich auch nicht wundern, unter SharePoint Online kann das immer einen Moment dauern, bis dieses Zahnradmenü da oben kommt, weil man natürlich nicht der einzige Benutzer ist hier von diesem SharePoint Online, sondern das ist ja eine Cloud-Installation und natürlich da, je nachdem, wie viel Last auf dem System ist, manchmal hier das ein bisschen verzögert geladen wird. So, jetzt sieht man aber hier, wie gesagt, das Ganze öffnet sich immer kontextorientiert. Hier in diesem Kontext, hier bin ich jetzt auf der Homepage-Seite sozusagen, da bin ich jetzt auf keiner einzelnen Liste und auch auf keiner einzelnen Bibliothek. Deshalb habe ich jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt Listeneinstellungen nicht. Hier habe ich diesen Punkt Listeneinstellungen, weil ich mich jetzt hier nur auf einer Liste befinde. Das sieht man dann auch hier als Anwender ganz gut, in der URL zum Beispiel. Jetzt sehe ich, dass ich mich in einer Liste befinde, weil hier oben in der URL dieses Wörtchen List vorkommt und dann kommt hier mein Listname, Name der Liste. Deshalb sehe ich jetzt hier, bin ich auf einer Liste und habe dann hier die Möglichkeit, auf die Listeneinstellung zu gehen. Es gibt verschiedene Wege zu dieser Listeneinstellung. Ich kann einmal hier darüber hingehen, dann lande ich auch direkt hier in dieser Ansicht
Oder ich kann das auch so erreichen, indem ich hier auf die Webseiteninhalte gehe. Die findet man einmal hier und typischerweise auch hier in der Navigation. Ich gehe jetzt mal über diese Website-Inhalte. Da finde ich jetzt hier auch schon mal eine neue Liste, die ich angelegt habe. Ja, da sieht man immer an diesem Symbol hier, das ist eine Liste und hier an dem Typen auch. Und hier nochmal der Hinweis, wie viele Elemente gerade in der Liste sind. Da sind zurzeit 0 Elemente drin, ist klar, weil wir die Liste ja ganz neu angelegt haben. Dann kann ich aber hier auf diese drei Pünktchen gehen, dann öffnet sich das sogenannte Kontextmenü von diesem Eintrag hier und dort habe ich dann hier auch den Punkt Einstellungen und dann lande ich auch wieder bei den Listeneinstellungen. Also viele Wege führen praktisch hier zu diesen Einstellungen. Und das ist eine etwas, ja, technischere Oberfläche, kann man sagen, für den vielleicht erfahrenen Benutzer. Man kann hier etwas mehr machen, als wie man das direkt von der modernen Oberfläche aus tun kann. Also die moderne Oberfläche, das bezeichnet man immer hier, das ist praktisch hier die moderne Oberfläche und diesen ist eher die Administration von dem Ganzen und hat hier hat man in der Regel dann noch mehrere Möglichkeiten. Wir gucken uns aber erstmal hier diesen spannenden Punkt Spalten an. In der Spaltenübersicht finde ich jetzt alle Spalten, die gerade hier zu dieser Liste definiert sind. Und ich kann auch von hier aus genau die gleichen Dinge tun und noch viel mehr, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich hier zum Beispiel nochmal auf den Titel klicke, sehe ich, den heißt hier jetzt noch Titel, haben wir umbenannt. Ich könnte den jetzt hier entsprechend auch nochmal umbenennen. Ja, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil interne technische haben die nochmal andere Namen, die ganzen Spalten. Dann erscheinen hier nochmal anderes über den Display-Namen. So, ich füge aber jetzt auch nochmal hier meine restlichen Spalten hinzu, die ich hier für dieses Demo brauche. Und dann werden wir auch nochmal ein paar andere Spaltentypen benutzen. Und das mache ich jetzt erstmal von dieser Oberfläche aus. Und Vorgehensweise ist fast so ein bisschen gleich wie gerade. Hier gibt es jetzt nicht so einen Assistenten, den man durchklicken kann. Hier ist es alles auf einer Oberfläche praktisch zusammengefasst. Geht dann teilweise manchmal etwas schneller über diesen Weg. Über welchen Weg man es praktisch hinterher anlegt, ist dann einem selbst überlassen. So, was ich dann noch brauche, ist zum Beispiel, wenn man eine Kontaktverwaltung, dann wollte ich noch die Anrede dazu haben. Bei der Anrede ist es ja so, da habe ich ja entweder Herr, Frau oder divers, ja, dann werden wir alle Fälle abdecken. Firma lassen wir jetzt mal weg. Das kann ich jetzt natürlich als Textzeile machen. Da muss der Benutzer das natürlich jedes Mal eintragen, was natürlich nicht so schön ist für den Benutzer. Besser ist natürlich, wenn er so eine typische Auswahl zur Verfügung hat, der Anwender beim Ausfüllen des Formulars, wo er dann einen Wert auswählen kann. Und genau das finden wir jetzt hier unter diesem Punkt Auswahlmenü. Ja, und das klicken wir jetzt mal an. So, einen Moment warten, dann ändert sich die Oberfläche etwas und dann haben wir hier unten die Möglichkeit, diese Auswahlmöglichkeiten zu definieren, die der Endanwender praktisch beim Ausfüllen des Formulars später zur Verfügung hat. Und da fügen wir jetzt mal ein. Reihenfolge muss man wieder vorsichtig sein, fangen wir mit Frau an, dann Herr, dann divers zum Beispiel noch. Und auch hier kann ich festlegen, dass diese Spalte Informationen enthalten muss. Das heißt, der Anwender muss etwas auswählen. Das können wir auch mal hier auf Ja stellen. Macht Sinn bei der Anrede. Eindeutige Werte erzwingen. Ja, das lassen wir jetzt mal auf Nein. Würde jetzt hier eigentlich auch Sinn machen. Brauchen wir jetzt aber hier nicht in dem Fall, weil wir haben ja unterschiedliche Kontakte, Herr, Frau und divers. Ja. Und dann kann man hier noch auswählen, wie das Ganze angezeigt werden soll. Das schauen wir uns gleich an, wie das sich hier jeweils auswirkt. Ich habe da 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Die letzte Auswahlmöglichkeit macht jetzt hier in dem Fall, ja, man kann jetzt wieder darüber streiten, ob es Sinn macht oder nicht. Ich sage jetzt mal Nein, sondern man legt sich hier fest auf Frau, Herr oder divers. Deshalb die letzte kann man mal kurz aktivieren, zum Schauen, wie sich das auswirkt, macht aber jetzt hier für den Anwendungsfall dann keinen Sinn. Dann kann man hier auch einen Standardwert auswählen, den lassen wir jetzt einfach mal auf Frau, das ist immer der Wert, der als erstes hier oben eingetragen wurde. Wir können das aber auch zum Beispiel auf divers stellen, brauchen wir aber nicht. Zur Standardansicht hinzufügen heißt, dass das Ganze jetzt hier praktisch sofort in der Liste ersichtlich ist, diese Spalte. Da gibt es verschiedene Ansichten, die man definieren kann in so einer Liste und das schauen wir uns auch noch an, wie das dann funktioniert.
So, Spaltenformatierung brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Gibt es auch mal, das ein bisschen komplexer ist, das Ganze auch später noch entsprechendes Video dazu, wie ich das beeinflussen kann, die Listendarstellung an der Oberfläche mit einer speziellen Syntax. Spaltengültigkeitsprüfung brauchen wir in dem Fall jetzt hier auch nicht. Ist das gleiche, was wir gerade hatten. So, dann gehen wir mal hier auf die OK-Schaltfläche und bestätigen das alles, was wir hier eingestellt haben. Und dann landen wir wieder automatisch hier und können jetzt hier die nächste Spalte hinzufügen. Aber bevor ich das mache, wie gesagt, wir schauen uns das ja mal hier Schritt für Schritt an, wie diese Liste jetzt aufgebaut wird. Und dazu gehe ich noch einmal in die Liste. Hier sind wir jetzt und da sieht man jetzt, ist jetzt auch hier unsere Anrede hinzugekommen und jetzt gehe ich hier nochmal auf Neu und jetzt sieht man diese Auswirkung von dieser Auswahlliste, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, sieht man, dass man hier praktisch jetzt hier das aus so einer Liste auswählen kann, je nachdem, was ich gerne haben möchte. Und wir haben ja gesehen, bei dieser Spalte gibt es verschiedene Einstellungen, deshalb gehe ich jetzt hier nochmal auf diese Spalte Anrede. Ja, wenn ich diese Spalte später nochmal nachbearbeiten möchte, kann ich hier entsprechend einfach draufklicken und dann lande ich wieder in der gleichen Oberfläche, in der ich gerade war. Und dann kann ich hier unten zum Beispiel sagen, das möchte ich jetzt als Optionsfelder dargestellt haben. Machen wir mal hier OK. Gehen nochmal auf die Liste, machen hier eine Refresh. Refresh immer ganz wichtig natürlich in dem Fall, damit er die neuen Einstellungen dann auch nimmt. Und jetzt sieht man die Auswirkungen. Jetzt wird das Ganze so als Optionsliste dargestellt, wo ich jetzt einen Wert hier praktisch selektieren kann. Wie man das schlussendlich dann von der Darstellung haben möchte, das muss dann natürlich jeder selbst entscheiden. Jetzt sehen wir nochmal als letzte Einstellung die untere, dass man hier sagen kann Kontrollkästchen, was hier für den Anwendungsfall jetzt keinen Sinn eigentlich macht, wie man jetzt auch gleich sehen wird, weil dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, da auch mehrere nochmal einzutragen. Jetzt sieht man, hat man hier zwei, ja, Frau und divers. Deshalb, das macht an der Stelle jetzt hier mal, jetzt für mich zumindest keinen Sinn. Deshalb nehmen wir diese Einstellung wieder zurück. Aber man hat jetzt mal gesehen, wie sich diese verschiedenen Optionen hier auf die Darstellung auswirken. So, dann natürlich, wenn man eine Spalte nicht mehr braucht, hier schon mal als Hinweis, hier findet man das Löschen dann. Wenn man die Spalte natürlich löscht, sind natürlich die Informationen verschwunden. Das gleiche kommt jetzt hier. Ich habe jetzt gerade umgestellt von Mehrfachauswahl wieder zu Einfachauswahl. Jetzt sagt er natürlich, dass in diesem Fall, wenn ich das jetzt zurückdrehe wieder, Informationen verloren geht. Ist klar, weil wenn ich die jetzt Liste schon länger benutzt hätte und einige Benutzer hätten da jetzt schon Daten eingetragen und einige hätten da jetzt auch Mehrfach-Einträge gemacht, dann würden die jetzt praktisch gelöscht, weil in dem Fall jetzt kann nur noch einer verbleiben. Hier macht das jetzt nichts, wir haben ja noch nichts großartig eingetragen, deshalb kann ich das wieder ändern. Schauen wir uns das wieder an und dann haben wir wieder hier den alten Zustand. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe noch ein paar andere Felder, die wir hinzufügen möchten, auch wegen den anderen Datentypen. Und dann sagen wir mal, wir möchten auch von unseren Kontakten den Geburtstag erfassen. Dann kann ich hier in der Liste schauen, gibt es hier ein entsprechendes Feld? Ja, das. Die Felder, Datentyp, die ich hier später nicht benutze, die gehe ich gleich nochmal nachfolgend durch. So, dann für dieses Feld Geburtstag ist Datum und Uhrzeit ganz passend. Ich kann wie immer eine Beschreibung dahinter legen. Dann diese Spalte muss Informationen enthalten. In dem Fall würde ich sagen nein, weil es kann ja sein, dass ich jetzt nicht unbedingt von meinem Kontakt den Geburtstag kenne. Deshalb lassen wir dieses Feld optional. Eindeutige Werte erzwingen macht auch keinen Sinn, weil es könnte natürlich sein, dass später mehrere Personen an dem gleichen Tag Geburtstag haben. Und hier ist noch eine interessante Einstellung, Datums- und Uhrzeitformat. Hier kann ich jetzt festlegen, ob ich nur das Datum hier erfassen möchte oder Datum und Uhrzeit. Für das Geburtsdatum macht es natürlich Sinn, nur das Datum zu erfassen. In der Regel ist man ja froh, wenn man zum Beispiel von einem wichtigen Kontakt den Geburtsdatum bekommt, damit man den zum Beispiel gratulieren kann. In der Regel wird die Uhrzeit ja nicht mitgeteilt. Datum und Uhrzeit wird zum Beispiel Sinn machen bei einer Terminliste, wo ich Termine einstelle, dass ich dann sage, zum Beispiel am 15.05. um 18.50 Uhr findet dieses Event statt. Dann kann man Datum und Uhrzeit praktisch benutzen.
Dann haben wir noch den Standardwert. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich dann immer das aktuelle Datum zum Beispiel von heute eintrage, das wäre das heutige Datum, oder ich hier ein beliebiges anderes Datum vorgebe. So, machen wir die auch mal rein in die Liste. Schauen wir uns wieder kurz mal hier die Liste nochmal an, wie das Ganze aussieht. Und dann sieht man, haben wir jetzt den Geburtstag und dann öffnet sich hier auch entsprechend so ein Date-Picker, also so eine Datumsauswahl, Unterstützung, damit ich hier relativ einfach mein Datum eintragen kann. Und das wird natürlich auch vom Format hinterher dann auch nochmal geprüft hier, dass ich dann hier das Datum richtig eingebe. Machen wir mal hier einen Test. Und hier sagt er jetzt auch entsprechend hier unten, dass das Datum nicht richtig ist. Ja, hier oben auch nochmal Fehler, gebe das Datum wie das folgende ein, ja, mit dem Formatangabe. So, dann, was habe ich noch? Ich habe noch ein E-Mail zum Beispiel. E-Mail ist relativ einfaches Feld, einfach auch ein Textfeld. Da kann man auch sagen, das muss man nicht unbedingt haben. Man bekommt ja nicht immer unbedingt die E-Mail. Wir können das Ganze mal begrenzen, zum Beispiel auf 100 Zeichen, dass man maximal 100 Zeichen eintragen kann. Und wie man hier sieht, gibt es jetzt hier nichts Spezielles hier in dieser Liste für eine E-Mail. Deshalb ist das natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil bei einer E-Mail muss man ja auch ein bestimmtes Format einhalten, dass die E-Mail auch gültig ist, damit dann nicht irgendeiner irgendwas eingibt, sondern schon eine gültige E-Mail-Adresse, die dann mindestens zum Beispiel das Ad-Zeichen enthält. Dafür kann man jetzt so eine Spaltenprüfung noch mit hinterlegen, hier bei den Spaltenprüfungen. Und das werden wir später noch machen. Ich lasse sie jetzt erstmal so nackig sozusagen, diese Spalte ganz normal, einfach eine Textspalte. So, schauen wir uns jetzt hier nicht nochmal extra an, das ist ja einfach nur eine Textspalte. Dann habe ich noch ein Feld zum Beispiel aktiv, damit können wir jetzt signalisieren, ob der Kontakt aktiv ist, ja oder nein. Und da haben wir dann auch hier den entsprechenden Spaltentypen, ja, nein. Benutzen wir diesen hier. Hier kann ich auch wieder einen Standardwert festlegen. Ist der Standardwert ja oder ist der Standardwert nein? Das heißt, wenn ich einen neuen Kontakt anlege, ist der erstmal standardmäßig auf aktiv gesetzt. Auch hier muss man dann wieder selbst überlegen, was dann mehr Sinn macht. Wenn man die meisten Kontakte, wenn man sie anlegt, erstmal noch nicht aktiv sind, dann macht es Sinn, den Standardwert auf Nein zu setzen. Aber in der Regel hat man ja einen neuen Kontakt und der ist dann auch irgendwie aktiv. Dann macht es Sinn, das direkt auf Ja zu lassen. Dann habe ich noch zum Beispiel, ob das Ganze ein sehr wichtiger Kontakt ist. Genau das gleiche ist dann VIP. Ja, und beim VIP ist es so, ich habe vielleicht viele Kontakte, aber nicht alle sind, die meisten sind nicht so wichtig erstmal. Deshalb ist erstmal der Standardwert in dem Fall auf Nein gesetzt. Dann haben wir noch die Möglichkeit, in so einer Liste auch ein Bild zu hinterlegen. Und zwar nicht als Anhang. Anhänge können auch verwaltet werden, das erkläre ich später noch. Aber für ein Bild eignet sich hier diese extra Spalte Bild. Ja, Bild kann man natürlich auch anders nennen. Das ist praktisch dann das Profilbild von demjenigen. Ich lasse das mal auf Bild. Und Spalte muss Informationen enthalten. In dem Fall nein, weil auch beim Bild muss ich ja nicht unbedingt immer eins haben. Dann kann man noch ein sogenanntes Bemerkungsfeld anlegen oder Notiz anlegen zu demjenigen, ja, dass ich mir da zum Beispiel noch ein paar Bemerkungen hier jeweils hinterlege zu diesem Kontakt, den ich dort habe, zum Beispiel mein letztes Angebot, was ich hingeschickt habe oder meinen letzten telefonischen Kontakt. Und das ist in der Regel ja mehr als 255 Zeichen, das wächst ja mit der Zeit. Dafür gibt es dann hier diese Spaltentypen oder diesen Spaltentypen mehrere Textzeilen. Und bei den mehreren Textzeilen habe ich hier auch noch verschiedene Optionen. Ich kann das Ganze wieder als Pflichtfeld festlegen, brauche ich aber nicht, weil ich habe ja nicht unbedingt immer sofort eine Notiz so ein. Und dann gibt es hier noch ein interessantes Feld hier, dieses geben Sie den zulässigen Texttyp an. Über diese Einstellung kann ich steuern, ob ich dort wirklich nur reinen Text erfassen darf, also ohne jegliche Formatierung, ohne Fett, ohne farbliche Hinterlegung und so weiter. Oder ich benutze diese Einstellung Rich Text, erweitert, Rich Text mit Bildern, Tabellen und Links, da sieht man schon, da hat man auch die Möglichkeit dann etwas den Text zu formatieren. Das macht zum Beispiel bei einer Notiz auch vielleicht dann teilweise mal Sinn, weil dann kann ich mir zum Beispiel da
per Fettmarkierung zum Beispiel bestimmte wichtige Sachen direkt markieren. Deshalb lasse ich hier mal diese Einstellung Rich Text. Wenn man nur reinen Text haben möchte, dann sagt man einfach nur Text, dann kann der Anwender auch einfach nur wie in so einem Kontaktformular reinen Text eingeben. Dann gibt es hier auch noch die Einstellung Änderungen an vorhandenen Text anfügen, ja und nein. Standardmäßig ist nein, das heißt, das Feld ist einfach ein Feld, das kann ich jedes Mal bearbeiten. Jedes Mal, wenn ich den Kontakt aufmache, kann ich dort die Notiz zum Beispiel wieder löschen, was Neues reinschreiben oder etwas hinzufügen. Das heißt, da bin ich völlig offen. Wenn ich aber so eine Änderungshistorie mit haben möchte in dem Feld, sodass ich nachverfolgen kann, wann habe ich denn etwas eingetragen und andere Benutzer das auch nicht einfach wieder entfernen können, dann kann ich eher diese Option Ja hier einstellen für diese Änderung an vorhandenen Text anfügen. Dann bleibt das praktisch erhalten und ich kann aber jedes Mal etwas Neues zum Beispiel hinzufügen. Ich lasse mal hier diese Änderung an vorhandenen Text anfügen aktiviert, dass wir uns das gleich mal anschauen können, wie das im Formular aussieht. So, dann, so ein Kontakt lebt ja auch immer an einer Adresse. Dann gibt es einen neuen Adressspaltentypen in SharePoint Online. Und das ist etwas tricky teilweise, weil wenn man jetzt diese Oberfläche sich anschaut, gehe ich jetzt einmal kurz die Liste der vorhandenen Datentypen durch, die wir jetzt noch nicht gesehen haben und erkläre die kurz. Das haben wir gesehen, eine Textzeile, die haben wir gerade gesehen, Auswahl haben wir auch schon gesehen, Zahl ist, glaube ich, selbstredend, da kann man das einstellen, dass man nur Zahlen eingeben kann, findet dann auch eine entsprechende Validierung statt. Das heißt, eine Textzeile, wenn ich dort zum Beispiel die benutzen würde, um Zahlen zu erfassen, dann kann natürlich auch der Benutzer dort Buchstaben eintragen. Wenn ich das nicht haben möchte, sondern wirklich rein eine Zahl eingeben lassen möchte, dann einfach diese Option Zahl benutzen. Währung, wenn ich eine Währung, also irgendeinen Preis zum Beispiel erfassen möchte, dann benutze ich Währung. Datum, Uhrzeit haben wir schon gesehen. Nachschlagen in Informationen, die bereits auf dieser Website befinden. Das schauen wir uns nachher noch an, wie das funktioniert. Ja, nein, haben wir schon gesehen. Person oder Gruppe. Person oder Gruppe, da kann ich dann zum Beispiel aus meiner SharePoint Online Instanz, die habe ich ja verbunden mit so einem Nutzer Directory, also so Azure Directory in der Regel. Dort kann ich dann eine Person zum Beispiel auswählen oder auch eine Benutzergruppe, die ich angelegt habe. Ist schon etwas für erweiterte Benutzer, aber wenn man zum Beispiel eine Person hier aus seinem eigenen SharePoint hier praktisch eingeben möchte als Kontakt oder als Ansprechpartner zum Beispiel, dann kann man hier diese Spaltentyp Personengruppe verwenden. Link or Bild, ja, wie der Name schon sagt, ich kann entweder einen Link dort eintragen oder ein Bild. Berechnung basiert auf andere Spalten. Das können wir nochmal als Beispiel machen. Und zwar möchte ich zum Beispiel den vollen Namen haben. Und so ein vollständiger Name, der basiert ja immer auf den Vor- und den Nachnamen. Und diese Information haben wir ja zur Verfügung. Und deshalb können wir die dann auch benutzen, um diesen vollständigen Namen zusammenzusetzen. Und das macht man dann hier in dieser Formelbox. Und dann habe ich einmal auf der Seite die verfügbaren Felder, also eigentlich so ähnlich wie in Excel auch. Da nehme ich mir jetzt mal den Vornamen. Und den hänge ich jetzt an den Nachnamen. Da nehme ich jetzt hier diese Funktion und, ja, und ist eigentlich nichts anderes wie etwas zusammensetzen. Und dazwischen soll ja ein Leerzeichen kommen. Das ist jetzt hier schon ein bisschen, ja, advanced, würde ich sagen, erweitert. Aber macht ja nichts, schauen wir uns mal an. Und da nehme ich jetzt hier den Titel. Da ist aktuell noch der Nachname drin gespeichert. Da muss man manchmal ein bisschen rumprobieren bei den Formeln, die sind schon ein bisschen tricky manchmal, vor allen Dingen auch, ob das eine SharePoint Online-Instanz ist, die auf Deutsch oder Englisch läuft, da gibt es dann auch wieder Unterschiede bei den Bezeichnern teilweise von Funktionen. So, jetzt möchte ich das Ganze zum Beispiel noch als Großbuchstaben haben und dann setze ich noch ein Upper davor. Upper heißt, dass das Ganze dann in Großbuchstaben erscheinen soll. Welche Funktion es dazu gibt, da mache ich nochmal einen Blog-Eintrag dazu und verlinke das entsprechend auf die entsprechende Microsoft-Hilfe-Seite. Da gibt es dann eine komplette Übersicht über diese einzelnen Funktionen.
So, dann sagen wir hier unten noch, was von der Formel zurückgegebene Datentypen geben wir hier noch an. Das ist eine Textzeile. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ich mal eine Berechnung mache und da kommt eine Zahl raus oder eine Währung oder ein Datum und eine Uhrzeit oder ein Ja, Nein. So, dann legen wir den mal an. Das hat soweit auch schon funktioniert. Dann gehe ich nochmal auf Spalte erstellen und dann schauen wir uns noch die restlichen Typen an, die wir jetzt noch nicht hatten. Bild haben wir benutzt, Ergebnis der Aufgabe und externe Daten, verwaltete Metadaten. Das werde ich später nochmal behandeln, separat, wie man entsprechend diese Felder hier benutzt. So, dann haben wir eigentlich schon also die wichtigsten Spaltentypen hier eigentlich kennengelernt. Damit kann man schon eigentlich eine Menge machen. Jetzt habe ich gerade gesagt, so ein Kontakt hat ja auch immer eine Adresse, also der lebt ja irgendwo, eine Adressverwaltung, also so eine Angabe von der Adresse wie Straße, Postleitzahl und so weiter. Und dafür gibt es in SharePoint Online einen neuen Datentypen, den gibt es schon etwas länger, ist immer ein bisschen versteckt worden in der letzten, in vorherigen Installationen. Mittlerweile ist es etwas einfacher, an diesen Datentyp zu kommen. Hier in dieser Liste sieht man diesen Datentypen jedoch nicht. Deshalb müssen wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Adressangabe hier mit hinterlegen möchten, nochmal zurück zu unserer Liste und müssen das über diesen Weg hier machen, dass wir hier sagen Spalte hinzufügen. Und dort, wenn man sich jetzt mal hier die Datentypen anguckt, Text haben wir gesehen, gerade auch in dieser anderen Oberfläche, Auswahl, Datum, Uhrzeit auch, mehrere Textzeilen, Person haben wir gesehen, Zahl haben wir gesehen, Ja, Nein, Hyperlink ist ein Link oder ein Bild, Währung haben wir gesehen und jetzt haben wir hier auf einmal einen neuen Spaltendatentyp und zwar den Ort. Und der Ort ist genau dafür da, wie der Name schon sagt, um eine Ortsangabe zu erfassen. Ja, Verwenden von Kartenpositionen oder sogar eines Raumes mit ihrem Gebäude. Und dann machen wir auch weiter und den nennen wir jetzt Adresse. Und da sage ich, das ist hier der Typ Ort, den wir ausgewählt haben. Und da möchte ich jetzt erstmal von sehen die Straße, den Ort, Bundesland, Land, Region, Postleitzahl, Koordinate und den Namen. Dann schauen wir uns mal hier bei weitere Optionen an, was es da noch gibt. Anfordern, dass diese Spalte Informationen enthält. Sagen wir mal Nein erstmal. Zu allen Inhaltstypen hinzufügen. Wie gesagt, da gibt es nochmal extra ein Video zu, was es damit auf sich hat. So, jetzt haben wir unsere Adresse auch praktisch hinterlegt, die Spalte. Jetzt, final, können wir uns mal anschauen, den aktuellen Stand. Wie sieht unser Formular jetzt aus? Wir haben jetzt schon mal ein sehr umfangreiches Formular. Nachname, Vorname, Anrede, Geburtstag, E-Mail, aktiv. Sieht man jetzt hier aktiv, ist der Standardwert jetzt hier auch auf Ja gesetzt. Beim VIP haben wir gesagt Nein, der ist auf Nein gesetzt, ist nicht aktiviert. Und hier kann ich jetzt mal ein Bild hinzufügen und hier meine Notiz. Und hier, wie man bei der Notiz sieht, habe ich ja gesagt, das ist auch ein sogenanntes Rich-Text-Feld. Also ein Feld, wo ich formatierten Text hinterlegen kann. Deshalb habe ich hier diesen Stift. Wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich hier nochmal ein extra Fenster und jetzt sieht man hier, was man mit Rich Text meint. Genau diese Formatierungsmöglichkeiten, die ich sonst bei einem normalen Textfeld, also nur rein Textfeld nicht hätte, habe ich dann hier die Möglichkeit, wenn ich meinen Text hier entsprechend eintrage, dass ich dann zum Beispiel den auch dann hier fett markieren kann oder kursiv setzen kann. Ja, und dann haben wir hier unten jetzt die Adresse. Und da können wir jetzt mal zum Beispiel mal eine Straße hier irgendwo in Deutschland suchen, zum Beispiel die Krefelsingstraße. Und dann sieht man, hat man dann eine Adressvervollständigung, also auch eine Suche nach Adressen und dann die hier entsprechend auch dann hier auswählen. So, ich gebe mal kurz einen vollständigen Kontakt ein. Nachname, Mustermann natürlich. Max als Vorname, Anrede ist in diesem Fall der Herr, Geburtstag hat der irgendwann am 0.01.1950. E-Mail haben wir, nicht Test, sondern max@mustermann. Der ist aktiv, ist kein Bild, aber dem möchten wir gerne ein Bild hinzufügen. Ich habe auch schon ein paar Bilder mal vorbereitet. Und dann nehmen wir mal ihn hier. Notizen haben wir keine. Und dann wollen wir das Ganze speichern.
Schauen wir uns einmal an, wie sich das in der Liste darstellt. Und jetzt habe ich hier einfach so eine flache Darstellung der Daten. Mustermann, Max, Herr und so weiter. Das sehe ich alles. Ich habe hier dann auch die Möglichkeit, direkt hier schon zu sortieren und zu filtern. Das macht natürlich jetzt hier noch keinen großen Sinn, weil hier habe ich noch nicht viele Daten drin. Aber man sieht dann hier auch das Bild schon. Und hier bei der Adresse, wo es nochmal ein bisschen interessanter wird, hier sehe ich dann die vollständige Adressangabe mit der Straße, Ort und so weiter. Das sieht man, das sind alles diese Informationen, die Detailinformationen, die ich angewählt habe. Die sieht man dann hier auch als extra Spalteninformationen, auch die Koordinaten und den Namen der Adresse. Also sehr einfach zu benutzen und man hat sofort alle Informationen praktisch in der Liste zur Verfügung. Und dann haben wir ja gerade noch diese berechnete Spalte angelegt, den vollständigen Namen. Das ist genau diese Spalte hier und da sieht man, ist der Name jetzt zusammengesetzt worden und auch Upper, diese Upper-Funktion ist hier verwendet worden. Upper heißt einfach nur das Ganze in Großbuchstaben umwandeln und hier eintragen. Das hat also auch alles wunderbar funktioniert. Jetzt kann man natürlich diesen Eintrag hier auch von hier aus wieder abändern. Ja, das ganz normale Listenfunktion, die ich jetzt hier benutzen kann. Und ich kann den natürlich auch löschen und ich kann jetzt hier auch Kommentare zum Beispiel dazu erwähnen, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann mit dieser Liste zusammenarbeiten möchte. Ich kann auch jederzeit die Daten exportieren hier, das kann man entsprechend mal ausprobieren über den Excel-Export. So, jetzt eine Sache, die teilweise dann noch stört, ist hier unten diese Anlagen hinzufügen. Bei Anlagen kann ich eigentlich alles hinzufügen, was es so gibt. Ja, PDF, ein Word-Dokument, noch zusätzliche Bilder und so weiter. Das Problem ist hier bei diesen Anlagen, die sind recht unstrukturiert hier dran an dieser Liste. Da muss man also wirklich als Benutzer auch aktiv hingehen und sich diese Anlage dann praktisch heraussuchen. Und diese Anlagen werden auch von SharePoint nicht indiziert in einer Suche. Also wenn man danach suchen möchte, wird das auch wieder schwierig. Dafür eignen sich dann eher für umfangreiche Dokumente die Dokumentenbibliotheken. Und diese Dokumentenbibliotheken, wie gesagt, die werde ich dann nochmal in einem separaten extra Video vorstellen. Hier in diesem Fall, wo man jetzt zum Beispiel nur solche Kontaktdaten verwalten möchte, da stört das eher, weil man dann in der Regel dann jetzt nicht unbedingt eine Anlage noch mit verwalten möchte und das auch nicht erlauben möchte zum Beispiel. Das kann man dann entsprechend abstellen und dazu schauen wir uns jetzt, nachdem wir mal so eine Liste angelegt haben von der Struktur, hier noch die erweiterten Funktionen an. Und einmal finden wir hier oben Listenname, Beschreibung und Navigation. Hier kann ich dann also später nochmal den Namen der Liste ändern, wenn ich das gerne möchte. Und ich kann hier auch nochmal die Beschreibung ändern. Und ich kann ja auch jederzeit hier nochmal eintragen, ob diese Liste in der Navigation, in der Schnellstartleiste erscheinen soll oder nicht. Das haben wir am Anfang deaktiviert, hatte ich das als Beispiel. Jetzt sieht man, sie taucht dann auch entsprechend hier auf. Und wie man sieht, man kann die dann jederzeit das auch wieder aktivieren. Das macht am Anfang zum Beispiel Sinn, das nicht einzuschalten, wenn man die Liste gerade neu definiert, gerade aufbaut. Manchmal ist es, wenn man sehr umfangreiche Listen hat, dann braucht man vielleicht ein paar Tage dafür, bis die Liste so final fertig ist, wenn man sich noch absprechen möchte mit Kollegen. Dann möchte man zum Beispiel nicht, dass sie unbedingt sofort in dieser Navigation erscheinen. Man kann natürlich auch noch die Berechtigung von so einer Liste einstellen, dass man die erstmal nicht sieht, aber das Einfachste ist es erstmal, die aus der Navigation einfach rauszunehmen, dann ist sie nicht sofort für jeden ersichtlich. Dann haben wir hier noch die Versionsverwaltungseinstellungen. Da kann ich jetzt auch mal kurz einmal drauf gehen und hier habe ich dann noch die Möglichkeiten, dass ich hier einstelle, dass hier Inhaltsgenehmigungen für so einen Listeneintrag benötigt werden, ein Versionsverlauf und eine Entwurfssicherheit. Das sind alles erweiterte Themen, da werde ich dann entsprechend nochmal ein separates Video machen für erweiterte Listenfunktionen. Ich wollte jetzt hier noch einmal auf diese erweiterten Einstellungen kurz eingehen und zwar einfach erstmal nur auf den Punkt, den ich jetzt zeigen wollte und das war dieser mit den Anlagen, dass man hier dann das steuern kann, ob Anlagen dafür möglich sind. Also Anlagen ist eigentlich nichts anderes wie genau dieser Punkt hier unten, dass man hier diese Option zur Verfügung hat und die möchte man manchmal nicht haben oder oft nicht haben bei reinen Listen, wo man Daten verwalten möchte und dann kann man das hier einfach auf deaktiviert setzen. Das gleiche gilt hier auch für die Kommentarfunktion zum Beispiel. Wenn man nicht möchte, dass man dazu was kommentieren kann, dann kann man das einfach
auch auf Nein setzen. Hier gibt es dann noch viele andere Einstellungen, aber die gehe ich dann mal in einem separaten Video durch, wo es dann um erweiterte Einstellungen bei diesen Listen geht. Ganz wichtig, am Ende immer, wenn man hier etwas umgestellt hat, natürlich auf OK klicken, damit das auch gespeichert wird. Jetzt wieder die gleiche Meldung, also eine ähnliche Meldung, die vorhin kam. Jetzt habe ich gesagt, hier Anlagen sollen nicht mehr möglich sein. Jetzt sagt er natürlich, wenn ich das jetzt später praktisch umswitche, dass jetzt die Anlagen, die bisher hier abgelegt worden sind, entsprechend gelöscht werden. Das ist aber in Ordnung, weil ich habe ja noch gar keine Anlagen. So, und wenn man sich jetzt mal die Liste hier nochmal refresh macht und dann nochmal neu macht, dann sieht man, hier unten ist jetzt auch dieses Feld für die Anlagen entfernt. Auch natürlich bei dem vorhandenen Eintrag gehört das jetzt hier unten auf. Man kann hier keine Anhänge mehr anhängen. So, das war schon mal eine Menge. Jetzt hat man teilweise auch das Bedürfnis, dass man zum Beispiel aus einer anderen Liste Daten auswählen möchte. Beispiel war ja hier haben wir schon so etwas Ähnliches. Wir haben ja jetzt hier diese Möglichkeit, bei der Anrede aus einer vorgegebenen Liste Sachen auszuwählen, vorgegebene Einträge, damit man die nicht immer neu tippen muss. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich zum Beispiel, das ist ja eine sehr statische Liste, die ist ja einmal fest vorgegeben. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich eine andere Liste habe, in der ich die Daten habe, also eine ganz andere SharePoint-Liste, und aus dieser Liste möchte ich etwas auswählen. Hier in diesem Beispiel möchte ich das gerne so machen, dass ich zum Beispiel jetzt hier meine einzelnen Kontakte, die ich habe, einer Firma zuweisen kann, wo die zum Beispiel arbeiten. Und die Firma möchte ich natürlich nur ein einziges Mal erfassen. Und diese Liste der Firmen wird natürlich im Laufe der Zeit auch wachsen. Deshalb lege ich dafür jetzt nochmal eine separate Liste an. Also wir gehen nochmal im Schnelldurchgang das durch, was ich gerade gemacht habe, und sage jetzt hier, ich gehe jetzt erstmal auch immer auf Website-Inhalte und sage dann hier neue Liste, leere Liste, und das sind zum Beispiel Firmen. Nicht in der Navigation anzeigen, wieder erstellen. Jetzt gehe ich erstmal her und werde diese Spalte umbenennen zur Firma. Und dann füge ich noch einige Spalten hinzu, wie ich das gerade auch gemacht habe. Zum Beispiel können wir jetzt hier noch eine Spalte Rechtsform hinzufügen. Das wird eine Auswahl. Das mache ich mal über den Weg, damit man das mal hier auch sieht. Auswahl, und die nehme ich mal alle weg. Dann habe ich mir hier schon so eine Liste vorbereitet. Jetzt sieht man hier den Nachteil. Hier muss ich das jetzt alles einzeln eintragen. So, ich mache noch eine rein, dann haben wir das auch für hier genug, glaube ich. Das reicht dann auch. Ja, machen wir die auch noch. So, dann haben wir hier die eingetragen, das gleiche, was wir gerade bei Anrede auch gemacht haben, nur dass wir das jetzt über diese moderne Oberfläche machen. Wir sagen hier in dem Fall, was man auch machen kann, habe ich noch nicht erwähnt, das Ganze dynamisch machen, dass der Benutzer hier auch entsprechend noch Werte einfügen kann. Ja, das heißt, wenn das noch nicht drin ist in der Auswahlliste, dass der Benutzer dann nicht jedes Mal den Listenverwalter informieren muss, hier, ich kann meinen Eintrag nicht hinzufügen, weil da fehlt irgendwas, sondern dass die Benutzer selbst Einträge hier praktisch hinzufügen dürfen. Auch das ist wieder eine Sache, kommt immer auf die Liste an, ob man das gestattet oder nicht. Bei einigen Unternehmen werden diese Auswahlwerte zum Beispiel fest vorgegeben und dürfen nicht einfach ohne weiteres dann ergänzt werden. Bei anderen macht es dann Sinn, dass man das dann zum Beispiel offen lässt, sodass man dann einfach flexibel neue Werte hier in diese Auswahlliste hinzufügen kann. Standardwert lasse ich mal kein, ist kein berechneter Wert, weitere Optionen brauchen wir nicht, ist fertig. Dann nachher noch hier noch eine
Spalte hinzu, damit wir ein bisschen was drin haben. Einfach eine Textspalte und das ist dann einfach zum Beispiel die Telefonnummer. Und das war es dann auch erstmal hier. Also eine ganz einfache Liste mit Firmen. Und wenn man das jetzt sieht, habe ich jetzt hier meine Auswahl und ich kann jetzt hier entsprechend mehrere Firmen eintragen. So, ich stoppe mal kurz und trage mal hier ein paar Datensätze ein und dann setze ich das. So, ich habe jetzt mal kurz 3 Datensätze eingetragen. Wenn man manchmal zum Ausprobieren auch ein paar Datensätze in seiner Liste braucht, dann gibt es hier die Möglichkeit, das etwas schneller zu erfassen. In dem Fall habe ich jetzt hier die sogenannte Rasteransicht verwendet. Die Rasteransicht findet man hier oben und bei so einer einfachen Liste ist das sehr hilfreich. Da klickt man einfach drauf und dann hat man so ein ähnliches Bild wie in Excel zum Beispiel und dann kann man hier über diesen Weg relativ schnell neue Datensätze erfassen, weil ich muss dann nicht jedes Mal über den Dialog gehen, sondern ich kann das direkt hier in dieser Grid-Ansicht hier praktisch bearbeiten und wenn ich dann fertig bin, Rasteransicht beenden, dann werden die Daten gespeichert. Ich kann hier auch relativ einfach per Copy und Paste zum Beispiel Daten aus Excel hinzufügen, wenn die natürlich in der richtigen Spaltenreihenfolge kommen. Dazu habe ich zum Beispiel auf meinem Blog ein entsprechendes Beispiel. So, jetzt habe ich meine Firma. Jetzt schauen wir uns mal die Webseiteninhalte an. Jetzt habe ich neben meiner Kontaktliste hier diese Firmenliste. Hier sehe ich jetzt auch, hier habe ich jetzt 4 Elemente drin gespeichert. Das sind meine Beispiele, die ich gerade eingetragen habe. In unserer Kontaktliste haben wir bisher einen Datensatz. So, jetzt wollen wir diese beiden hier verknüpfen, so dass ich bei den Kontakten eine bestehende Firma auswählen kann. Und dazu brauchen wir eine neue Spalte. Und zwar brauchen wir jetzt eine Spalte zum Nachschlagen, eine sogenannte Nachschlagespalte. Hier in meiner Kontaktliste nenne ich diese jetzt auch Firma, diese neue Spalte, und sage dann aber Nachschlagen und dann hier ganz wichtig, in Informationen, die sich bereits auf dieser Website befinden. Also das ist ganz wichtig, die Liste muss auch auf dieser Website sein. Also ich kann hier nicht Kreuz- und Querlisten verbinden, das geht leider nicht, sondern die muss sich schon hier auf dieser Website befinden. Das wähle ich jetzt an. Dann habe ich hier wieder die Möglichkeit zu sagen, soll das ein Pflichtfeld sein? Das kann ich jetzt zum Beispiel jetzt mal auf Ja setzen. Eindeutige Werte erzwingen Nein. Und jetzt kommt der Punkt hier, Informationen kommen aus. Und das ist genau der Punkt, auf den es ankommt. Hier definiert man jetzt die Quellliste, also wo die Daten herkommen, die ich verknüpfen möchte. Und das ist jetzt hier in dem Fall meine Firmenliste. Und jetzt kann ich hier noch auswählen, welche Spalte ich denn zur Auswahl anzeigen möchte. Also das, was der Benutzer in dieser Auswahlliste sieht, damit er das zuordnen kann. Und dann kann ich noch sagen, dass ich zum Beispiel hier noch die ID-Spalte mit anzeigen möchte in meiner Liste. So, das bestätigen wir mal mit OK. Gehen dann mal in die Kontaktliste zurück, gehen auf diesen bestehenden Eintrag. Und jetzt sehe ich auch, weil diese Liste hat sich jetzt gerade geändert, wir haben ja jetzt eine neue Spalte hinzugefügt und ich habe jetzt gesagt, diese Spalte soll Informationen enthalten, diese neue Firmenspalte. Die ist natürlich jetzt neu hinzugekommen, den Datensatz hier gab es schon. Jetzt meldet aber uns hier auch sofort die Oberfläche, schau mal, hier stimmt irgendwas nicht, da fehlt noch etwas. Ja, das ist also ganz nützlich, weil man sieht jetzt hier auch an dem Beispiel, so eine Listenstruktur ist nicht für immer fest, die kann man natürlich ständig noch erweitern. Natürlich immer Vorsicht, wenn man Spalten entfernt, dann sind die entsprechenden Informationen auch gelöscht, aber man kann natürlich jederzeit neue Spalten auch hinzufügen und auch neue Spalten als Pflichtfeld definieren. Das hat dann auch den Vorteil, zum Beispiel, dass dann der Nächste, der das bearbeitet, der muss dann das auch jetzt hier angeben. Ja? Jetzt kann keiner diesen Datensatz bearbeiten, ohne diese zusätzliche neue Information auszuwählen. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, Option auswählen, dann sehe ich genau meine Firmen, die ich hier eingetragen habe. Das heißt, diese kommen jetzt aus meiner neuen Liste. Und das heißt auch, wenn ich jetzt eine neue 5. Firma eintrage, erscheint die später auch hier. Und hier kann ich dann entsprechend diese Firma auswählen. Und dann ist es entsprechend automatisch gespeichert. Und dann schauen wir uns das hier nochmal an, jetzt in der Ansicht. Am hinteren Ende haben wir jetzt hier die Firma. Ja, man kann jetzt hier zum Beispiel auch auf diesen Link hier klicken und dann kommt man hier automatisch auf den Eintrag der Firma in der anderen Liste. Also dieser Querverweis ist dann auch sofort gegeben.
So, ich stoppe jetzt noch mal kurz das Video an der Stelle und trage noch ein paar weitere Adressen hier ein. Und dann schauen wir uns an, wie man diese Liste hier auf einer Seite anzeigen kann. Weil hier haben wir das ja jetzt sehr versteckt in der Liste direkt hier zur Bearbeitung. Manchmal möchten wir bei dieser Liste zum Beispiel auch direkt auf der Homepage zur Ansicht darstellen. Und wie das funktioniert, kommt dann gleich. So, ich habe jetzt mal 3 Kontakte hier noch eingetragen. Bei den 3 Kontakten auch jeweils noch ein Bild hinzugefügt. Und eine Adresse, hier habe ich noch keine Adresse erfasst, das machen wir jetzt mal, doch ist auch schon da, ist hier noch nicht aktualisiert, schauen wir uns mal an. Ja, jetzt haben wir auch die Adresse. Sehr schön. Jetzt, wie gesagt, schauen wir uns das mal an, wie funktioniert das, dass ich das auch auf eine Seite anzeigen kann, die Informationen. Und dazu lege ich jetzt mal einfach eine neue Seite an, und zwar nicht von hier natürlich, sondern hier von den Webseiteninhalten. Und sage jetzt hier mal neu und eine Seite. Kontakte nennen wir die. Und jetzt benutzen wir wieder ein Webpart, also eine App, wie man das auch immer bezeichnen mag. Und das ist so ein Listen-Webpart. Das Listen-Webpart ist in der Lage, Informationen aus einer Liste anzuzeigen, und er stellt uns jetzt hier auch automatisch die Listen zur Verfügung, die man jetzt hier auswählen könnte. Das sind nämlich genau die beiden, die wir jetzt hier in dieser Website angelegt haben, Firmen und Kontakte. Und wir benutzen als erstes mal die Kontakte. Ich kann das aber auch hier über das Webpart bearbeiten natürlich, wie wir das in den anderen Videos schon gesehen haben, auswählen. Dann habe ich hier auch diese Funktion, die Liste auszuwählen. Das ist jetzt meine Kontaktliste. Sage ich erstmal Ansicht alle Elemente, weil mehrere Ansichten haben wir noch nicht. Das werden wir gleich noch optimieren. Ordner haben wir auch nicht benutzt, brauchen wir auch nicht. Und dann sage ich hier automatische Größe zum Beispiel. Befehlsleiste anzeigen können wir mal ankreuzen und alle anzeigen. Und eine dynamische Filterung brauchen wir nicht. Dann gehe ich hier mal auf Übernehmen. Und dann sieht man, hat man direkt hier schon seine Informationen direkt schon auf der Seite jetzt eingebunden. Wenn ich da jetzt mal als Entwurf speichern reingehe, dann wird das gespeichert, dann sieht das so aus, und dann habe ich hier direkt hier auf meiner Seite die Kontaktliste praktisch verfügbar. Das sieht natürlich jetzt noch nicht so ganz schön aus, deshalb können wir jetzt mal noch eine neue Ansicht anlegen, und mit Ansichten kann ich praktisch steuern, welche Informationen ich in so einer Liste anzeigen möchte. Und ich mache da mal ein Beispiel zu. Ich mache mal hier einen Refresh, damit es aktuell ist. Und ich gehe jetzt mal hier in diese andere Verwaltungsoberfläche. Und dann findet man ganz unten hier diesen Punkt Ansichten. Standardmäßig gibt es immer diese alle Elemente Ansicht. Das ist die Standardansicht. Aber dann kann ich auch hier eine neue Ansicht erstellen. Wenn ich das mache, dann habe ich jetzt hier die Auswahl Standardansicht, Kalenderansicht, Datenblattansicht, Balkendiagrammansicht, Kartenansicht. Wir machen jetzt mal hier nochmal eine neue Standardansicht erstmal, nur um zu zeigen, was ich damit machen kann. Die nenne ich zum Beispiel nur Namen, und dann kann ich hier noch sagen, dass das mal eine neue Standardansicht werden soll. Das mache ich aber jetzt nicht, sondern das soll einfach eine neue Ansicht sein, die ich auswählen kann. Dann kann ich noch sagen, ob ich eine persönliche Ansicht erstellen möchte. Das heißt, ich mache jetzt nur eine Ansicht für mich. Ja, wenn ich zum Beispiel in einem Team zusammenarbeite, möchte ich jetzt hier mir meine eigene Ansicht bauen, die nur ich verwenden kann. Oder ich mache eine öffentliche, das machen wir jetzt mal auch, die praktisch jeder benutzen kann. Zu diesem ganzen Thema Ansichten gibt es ein separates Video, was sich dann hier auf diesem Beispiel auch bezieht, weil das dann nochmal etwas umfangreicher ist. Wir machen jetzt erstmal eine ganz einfache Ansicht, und zwar kann man jetzt bei jeder Ansicht erstmal auswählen, welche Spalten man denn sehen möchte, und ich habe jetzt gesagt, meine heißt nur Namen. Das heißt, ich will eigentlich nur Nachname, Vorname, Anrede haben, und mehr möchte ich gar nicht. Und alle diese Spalten, die ich nicht haben möchte, kann ich hier entsprechend dann wegklicken. Die erscheinen dann nicht. Und ich kann dann hier auch noch die Reihenfolge ändern, dass ich zum Beispiel sagen möchte, die Anrede zum Beispiel soll an Position 1 rutschen.
Danach soll dann der Vorname kommen, das heißt, der rutscht an Position 2 und zuletzt der Nachname. Bei umfangreichen Listen, die sehr viel Spalten haben, das jetzt in der richtigen Reihenfolge zu bringen, manchmal so ein bisschen Fleißarbeit, muss man dann gucken, aber man kann das dann sehr einfach hier praktisch steuern, in welcher Reihenfolge die erscheinen soll. Wie sich das gleich auswirkt, schauen wir uns gleich an. Sortieren kann ich, filtern kann ich und ich kann noch einige andere machen, aber wie gesagt, das folgt dann in meinem separaten Video, wo es dann nur um diese Ansichtdefinition geht. So, wenn ich die Ansicht jetzt angelegt habe, hier nur Namen, sieht man hier oben auch in der Adresse übrigens. Achso, die Adresse ist hier gar nicht ersichtlich in meinem Video, ich blende die später noch darüber. Sieht man aber jetzt hier, dass ich jetzt in dieser Ansicht nur meine ausgewählten Spalten sehe und auch nur in der, also auch in der Reihenfolge, wie ich sie ausgewählt habe, das heißt Anrede, Vorname, Nachname. Und die Ansicht hier kann man hier entsprechend einstellen, die ich sehen möchte. Hier unten habe ich jetzt diese andere Ansicht, alle Elemente, dann habe ich wieder alle Spalten, die Standardansicht oder nur Name, das ist meine neue Ansicht. Auch von hier aus kann ich neue Ansichten erstellen. Und eine Ansicht, die ich am besten hierüber erstellen kann, ist diese Galerieansicht auch später noch. Die sieht jetzt erstmal im Standard so aus. Und wir gehen jetzt nochmal hier auf unsere Seite, die wir gerade angelegt haben. Muss man die mal richtig aufmachen. Und gehen jetzt hier nochmal auf die Kontakte. Und jetzt gehe ich hier nochmal in den Bearbeitungsmodus. Und jetzt kann ich hier in diesem Webpart entsprechend auch die andere Ansicht hier auswählen. Zum Beispiel nur Name. Und ich mache jetzt hier noch die Option Befehlsleiste ausblenden, nehme ich mal wieder zurück, damit wir da hier noch was hier ausprobieren können direkt auf dem Webpart. Dann haben wir nämlich hier auch die Möglichkeit, hier eine andere Ansicht zu wählen. Und jetzt sieht man, hier habe ich jetzt standardmäßig diese reduzierte Ansicht, was auf so einer Seite zum Beispiel Sinn macht, weil der Benutzer möchte nicht immer unbedingt hin und her scrollen hier, sondern dass er erstmal hier so einen Ausschnitt davon sieht. Dann kann der Benutzer hier über diese Option alle Anzeigen immer zu der Liste wieder springen. Und hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, auch hier die Ansicht direkt im Webpart hier praktisch on the fly zu ändern. Ja, und dann kann ich hier auch zum Beispiel so eine Galerieansicht wählen. So, die Galerieansicht, die sieht noch etwas langweilig aus. Da können wir uns auch mal eine neue zu bauen. Und zwar geht das über diesen Weg hier, dass ich jetzt hier sage, neue Ansicht erstellen und jetzt zwar nicht über diese Administrationsoberfläche, so nenne ich das mal, oder Verwaltungsoberfläche, sondern über diese moderne Oberfläche. Da gehe ich jetzt hier auf neue Ansicht erstellen und dann habe ich nämlich hier auch diesen Punkt Galerie. Und ich nenne die einfach mal Frontend, ein bisschen technisch, aber das ist das, was ich vorne sehen möchte später. Wie gesagt, Name kann ich selbst hier, oder Kacheln können wir die auch nennen, das ist ein bisschen schönerer Begriff, Kacheln. Und ich sage auch hier, dass das wieder eine öffentliche Ansicht sein soll. Dann gehe ich auf Erstellen. Und dann habe ich hier direkt so eine Ansicht. Er erkennt hier, ich habe eine Bildspalte. Das nimmt er dann automatisch mit nach oben. Sieht dann schon sehr ansprechend aus. Und die kann ich jetzt hier auch auf meiner Seite benutzen, auf meiner Webseite, die ich hier angelegt habe, auf dieser Kontakte-Seite. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, das bearbeiten. Und hier sage ich jetzt, die Befehlszahlen hier mal nicht mehr anzeigen und ich nehme jetzt hier als Ansicht meine neue Kachelansicht, mache ich übernehmen, speichere sie als Entwurf und dann sieht das schon so aus, also alles ein bisschen ansprechender. Da kann man natürlich jetzt auch eine Produktliste zum Beispiel machen mit einem Produktabbild, dann hat man sofort oben sein Produktabbild und da unten dann zum Beispiel die technischen Daten dazu. So, jetzt als abschließendes Beispiel haben wir ja gerade gesehen auf meinem Beispiel, dass ich hier noch diese Liste der Firmen noch mit eingeblendet habe und die miteinander verknüpft habe, die beiden Listen, sodass, wenn ich hier oben was auswähle, dann die entsprechende Filterung in der verknüpften Liste stattfindet. Das bauen wir jetzt hier auch mal auf dieser Seite und dazu fügen wir uns dann nochmal einen Listen-Webpart hinzu. Und da stellen wir jetzt die Firmenliste ein. Dann klicke ich einfach so drauf, dann wird die hier schon mal eingestellt. Und dann kann ich das Ganze filtern, indem ich zum Beispiel hier jetzt sage, hier so eine dynamische Filterung ein- und ausschalten. Und jetzt sage ich erstmal zu filtern Spalte in Firma, Firma zum Beispiel,
Das ist die Kontakte, die Eigenschaftenfilterwelt enthält. Das ist dann meine Firma-ID. Werde ich dann auf Übernehmen. So, und da sehen wir, das funktioniert hier anscheinend noch nicht. Wenn ich hier draufklicke, wird hier unten gar nichts angezeigt. Dann schauen wir uns hier die Verknüpfungen nochmal an. Für den Spalt in Firma, die ID. Hier wird natürlich die ID gefiltert, das heißt, hier fehlt uns noch die ID-Spalte. Dann werden wir die nochmal der Ansicht hinzufügen. Dann gehe ich jetzt nochmal einmal in die Liste der Firmen, gehe in die alle Elemente Ansicht und sage jetzt von hier aus, kann ich das auch ändern und sage jetzt hier aktuelle Ansicht bearbeiten. Dann wähle ich mir hier noch die ID-Spalte mit dazu. Das ist ja die eindeutige Spalte praktisch, mit der das Ganze verknüpft wird. Und dann gehe ich wieder zu meinem Beispiel zurück. Sind wir wieder hier, nochmal einmal in den Bearbeitungsmodus. Und dann werden wir mal die Verknüpfung hier richtig stellen. Jetzt könnten wir hier auch die ID auswählen. Ja, das heißt, hier zu filternde Spalte in Firma ist die genau die ID-Spalte. Liste oder Bibliothek, die den Filterwert enthält, kommt von unserer Kontaktliste. Und das ist dann die Firma-ID. Das sollte dann stimmen. Gehen wir mal hier raus und wählen jetzt mal hier oben einen Kontakt an. Das heißt, hier sehen wir jetzt alle Einträge. Ich klicke ein und jetzt wird hier auch entsprechend gefiltert. Auf Musterfirma 2. Wenn ich die Filterung wegnehme, sehe ich wieder alle. Selektiere ich sie, sehe ich die Musterfirma 3. Also das hat auch geklappt. Und mit diesen Hilfsmitteln natürlich kann ich jetzt hier relativ simpel und einfach schon solche verknüpften Listen auch erzeugen und das etwas ansprechender darstellen. Ich kann meine Informationen relativ einfach hier verwalten, auch von der Ansicht dann vernünftig darstellen. Und abschließend, was noch fehlt, ist die Validierung der E-Mail-Adresse, die ich noch zeigen wollte. Wir haben ja dieses Feld E-Mail hier, was wir hier eingetragen haben. Das ist ja ein reines Textfeld. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese E-Mail-Adresse hier mal invalide mache und versuche, die zu speichern, was heißt versuche, jetzt habe ich das schon gespeichert, sieht man, wird diese E-Mail-Adresse auch so angenommen. Das möchte man natürlich teilweise nicht, dass so etwas auch funktioniert. Dann wird es manchmal ein bisschen komplizierter von den Einstellungen, die man dann treffen möchte. Ich mache es erstmal wieder richtig. Dann gehen wir nochmal hier in unsere Kontaktliste zurück und in Einstellungen von der Kontaktliste. Refresh das mal vorsichtshalber und gehe ich dann auf die E-Mail und dann füge ich mal hier bei der Spaltengültigkeitsprüfung eine Prüfformel ein. Die, man wird hier schon sehen, ist etwas komplexer das Ganze. Die werde ich auf meinem Blog zu dem Video entsprechend auch mal eintragen. Hier wird dann praktisch geschaut, ob ein Ad-Zeichen hier irgendwo zu finden ist. Das ist auch keine richtige, schöne Validierung, weil man müsste ja auch noch die Top-Level-Domain und sowas alles prüfen. Aber hier wird zumindest erstmal geschaut, ob schon mal so ein Ad-Zeichen auch da vorhanden ist. Und dann haben wir gerade schon gesehen, gibt es hier diese Benutzermeldung und dort können wir jetzt zum Beispiel eintragen, bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an. So, damit der Benutzer auch genau weiß, was er da zu tun hat. Und dann machen wir mal jetzt OK. Dann gehen wir mal in unser Kontakt nochmal zurück und refreshen das Ganze. Und versuchen hier nochmal diese E-Mail-Adresse jetzt abzuändern. Und dann sieht man jetzt, wenn ich das versuche, ohne das Ad-Zeichen zu machen, habe ich hier dann entsprechend auch die Fehlermeldung, bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an. So, mit diesen Validierungsregeln kann ich natürlich sehr viel prüfen. Wie gesagt, auch zum Beispiel eigene Nummern prüfen, eigene Nummernformate und so weiter, damit ich dann auch sicherstelle, dass meine Daten valide eingegeben werden. Also man sieht an diesem Beispiel schon, mit diesen Listen kann ich sehr viel machen in SharePoint. Ich kann diese Listen auch miteinander verknüpfen. Ich kann die auch nach Excel exportieren oder ich kann auch Sachen exportieren und so weiter. Also alles sehr umfangreich. Ich kann auch externe Systeme zum Beispiel anbinden. Aber das sind alles Themen für weiterführende, separate Videos. Hier
Hier haben wir jetzt schon mal gesehen, wie ich so eine eigene Liste anlegen kann, wie ich eine Spalten definieren kann. Wir haben uns die verschiedenen Spaltentypen haben wir uns hier angeschaut. Damit kann man schon sehr viel umsetzen, auch eigene Geschäftsprozesse umsetzen. Man kann dann zum Beispiel hier auch noch mit der Power-Plattform arbeiten, was dann auch nochmal in späteren Videos gezeigt wird, wie ich zum Beispiel auch diese Eingabeformulare nochmal anpassen kann mit den Power-Apps zum Beispiel. Ich kann diese Eingabeformulare, die man hier jetzt gesehen hat in dieser Liste, hier gehen wir nochmal in die Kontaktliste, und wenn ich jetzt hier auf Neu gehe zum Beispiel, diese Formulare kann man zum Beispiel auch mit Power-Apps praktisch gestalten. Man hat auch Einflussmöglichkeiten noch hier auf die Darstellung innerhalb der Liste auf so Spalten. Da gibt es eine spezielle Syntax für und das wird dann auch noch in den folgenden Videos behandelt. Das werde ich dann zusammen mit den Ansichten machen, wenn ich dann noch hier nochmal zeige, was man mit den Ansichten hier einstellen kann. So, das war es erstmal zu den Grundlagen von Listen, wie ich mit Listen arbeiten kann und auch wie ich Listen dann praktisch dann später auf meiner Homepage nochmal darstellen kann, wie wir das hier gesehen haben, wie ich dann direkt einbinden kann, damit man die dann direkt praktisch direkt zur Verfügung hat als Einstieg und dann direkt die Informationen zum Beispiel auf der Homepage darstellt. So, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video.